we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Ja, und damit hallo, willkommen zu einer neuen Folge LA Noire. Wir sind zurück und haben direkt wieder am Anfang schon den Mörder eigentlich erkannt. Also diesmal hat man ihn wirklich ganz gut erkennen können. Wissen wir also schon mal, wonach wir suchen. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück und ja, wir dürfen auch noch ein wenig weiter jetzt forschen, weil ihr seht, gerade ein Ring ist aufgetaucht, den wir jetzt gleich erstmal beim Pfandleiher rausbringen müssen, wer das da eingeliefert hat, weil, naja, ist ja wegen einem Mordfall, der dann mal aufgeklärt werden muss. Und nebenbei, wer es nicht mitbekommen, ich habe jetzt schon zu diesem Black Dahlia ein kleines Video gemacht, was das nämlich in echt war. Da könnt ihr da gerne mal reinschauen. Das war nämlich keine Mordserie, sondern ein einziger Mord, der in Los Angeles damals stattgefunden hat, worauf dieses Spiel basiert. Gerne mal reinschauen, das Video. Ihr könnt da gerne auch nach googeln, aber ich rate euch, wenn ihr einen leichten Magen habt und die Nacht schlafen wollt, dann sucht am besten nicht nach Black Dahlia Killer oder sowas bei Google Bildern. Ihr könnt so suchen, wie ihr lustig seid, aber nicht Google Bilder anklicken, weil, drücken wir mal so aus, man sieht das Mordopfer. Und nicht, wie sie fröhlich vorher lächelnd da war, sondern wie sie halt zugerichtet worden ist. Und das wirklich mit Nahaufnahmen, allem drum und dran. In der Anzeige steht zwar, sie wurde an der Hüfte aufgeschnitten. Ich würde eher das Wort zerschnitten einfügen. Also, ja, ich habe danach geschaut, weil ich halt Bilder für das Video brauchte. Aber ich kann euch nur raten, falls euch Black Dahlia interessiert, guckt euch die Wikipedia-Artikel an und guckt nicht nach Google-Bilder. Das ist nämlich echt, alter Finne. Nebenbei bin ich deswegen dann auch auf Bilder von Jack the Ripper gestoßen. Davon gab es halt auch Bilder, wie er die netten Damen damals zugerichtet hat. Das ist noch ein Tacken härter. Da ist man aus Versehen drauf gestoßen, weil das halt auf derselben Seite war, weil irgendwelche kranken Typen diese Fotos sammeln. Und ja, das auf jeden Fall dazu. So, wir gehen mal los. Wir müssen gleich mal Mordopfer. Und zum Pfandleiher. Was gehen wir zuerst? Wir gehen erst zum Pfandleiher, oder? Würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Guck ich jetzt hier raus, hier. Nee, nein, hier vorne. Hier komme ich nicht raus. Aber, ich bin jetzt gerade ein bisschen, das ist jetzt gerade, ich hasse das, wenn Spiele so extrem weit nochmal nach vorne greifen, weil Deirdre Muller, die nette Dame haben wir schon ewig getötet irgendwann mal, das ist schon ewig her. Problem ist, deswegen weiß ich halt nicht mehr genau, was da genau mal vorgelaufen ist. Das ist das Problem, also das ist mir schon wieder zu weit in der Vergangenheit. Aber na gut, versuchen wir irgendwie aufzugreifen. Ich hasse es, wenn so Spiele so extrem weit wieder bei der Story zurückgreifen und das eigentlich schon abgeschlossen ist, aber dann nochmal hochgeholt wird und ja, vorher aber sonst zwischenzeitlich kein Zusammenhang mehr hergestellt wird. Komme ich nicht mehr so ganz hinterher. Anyone could ponder. But if you take it along with all of the other indicators. Paul, Hugo Muller was identified by the school's groundskeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Er ist weggerannt. Ja, okay, das macht ihn verdächtig. Aber er hat gesagt, er ist nicht verdächtig. Er hat damit nichts zu tun. Ja gut, dann ist alles okay. Phelps ist ein wenig, naiv. Pfandleiher. Ja, gucken wir nochmal. Klopf, klopf. LAPD, das ist mein neues Lieblingswort. Ich sag das jetzt immer. Ich lieg ja zu, wetten? Nee, doch nicht. Wie alles eigentlich zu hat meistens. So, wo ist er denn? I'm at a loss. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. So, nehmen wir erstmal den linken. Na, wie muss ich manipulieren? Da steht sicher was drin, ne? Alter, da ist echt was reingraviert. Alter Finne. Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Okay, was haben wir der? Theoretisch würde ich ja mal sagen, wenn du solchen Ehering oder Verlobungsring holst, kaufst du denselben da auch nochmal, weil du hast ja gesehen, du bist damit zufrieden. Im Normalfall. Aber ich wette, der kommt von woanders her.
Wo ist denn der jetzt hier? Da. Ah, Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. okay. Ja gut, das war mir vorher klar. Gut. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. In Deutsch Allerweltsgesicht klingt halt noch nett. Im Englischen so ein Vergessensgesicht, was du einfach vergisst, so nach dem Motto, Alter. Auch nicht schlecht. Problem ist, ich komme gerade nicht auf diesen Fall klar, aber ja, aber diese Moller, das ist, Alter, ich hasse das. Ich komme nicht mit. Das Problem ist, ich nehme das ja nicht alles hintereinander weg auf. Dann hältst du ja die Story noch vor Augen. Das nehme ich jetzt über schon fast 2 Wochen auf, das Spiel. Und, Alter, wie erwarten die, dass ich das doch alles weiß? Die Fälle waren sowieso schon kompliziert You're genug. behind the wheel. Fine. Where are we headed? Okay. Ich habe gedacht, ich könnte das jetzt noch anschauen, was der, wie heißt, weil der hat ja die ganzen Daten noch genannt. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. The purpose having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, and the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Ah, deswegen kommt man jetzt da nicht hinfahren, weil ich dachte schon, warum können wir da jetzt nicht hin, wenn wir diese Adressen haben? Und nebenbei diese Elizabeth Short, das war eben diese Black Dahlia, das war eben die Frau, die damals im echten Mord getötet ist. Auf dem basiert eben das Spiel und baut darauf noch weitere Morde oder eine Mordserie auf, die es echt ja nicht gab. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings where I had until we speak again. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Mimimi. Rusty ist schon, hat schon sehr unkonventionelle, sagen wir mal, Atemmethoden. Atmen ist ja schnappatmig. Nein, sehr komische Methoden ans Werk zu gehen. Die ist auch wieder angezogen. Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Der Neger hat ihn gefunden, Alter. Willkommen in den 40er Jahren von Amerika. Fuck it. Ich spreche gleich mit denen. Erstmal sammle ich Beweise. Und erstmal spreche ich mit unserem Gerichtsmediziner. Wo ist er denn? Da ist er doch wieder. Ah. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Die lief auch schon wieder so betrunken rum, ne? Warum sind die denn alle besoffen, die Frauen hier? Alle nur, weil sie keinen Erfolg haben, besaufen sich. Mal gucken, ob jetzt am Hals dieselbe, dasselbe Muster finden mit diesen 3 Stricken. Müssen wir mal schauen. Oh, ja, das Auge. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Okay, betrunken und lebte obdachlos, okay. Ich sehe am Hals direkt keine Würgespur. Also schon erwürgt, aber diesmal nicht mit so einem Seil. Ist hier wieder irgendwas verloren? Ah, da wieder ein Ring. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Okay, wir haben den Todeszeitpunkt schon mal. Also mitternachts auf jeden Fall. Das ist ganz gut für, wenn wir Leute befragen wegen Alibis. Da haben wir nämlich einen ganz guten Grund, sie danach zu befragen. Direkt, was sie genau um diese Uhrzeit gemacht haben. Ich kann nicht weiter nach unten, ne? Nee. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Danach befrage ich die erst, weil ich erst will ich alle Hinweise haben. Damit ich halt ein bisschen was für als Fragengrundlage habe. Levins Liquor Store für Evelyn Summers. Oh Gott. 2 große Koffer, kleiner Koffer, Schlafsack, Kissen, einfaches Bettlaken.
3 Fotorahmen, Haarbürste, Kegel, Statur, Make-up, Kleidung. What the fuck? This is a chit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Ich wollte mich gerade fragen, Liquor Store ist ja eigentlich hier ein, Schnapsladen. Und da sind ja keine Schnapssachen drauf. Das sind ja solche Sachen, die sie eben für so eine Reise oder eben für ihre persönlichen Sachen mitnimmt. Das ist halt sehr, sehr komisch, dass da was auf der Liste steht. Selbst. Kann ich jetzt bitte, er liest sich, ich konnte gerade nicht auswählen. Jetzt wieder, jetzt geht's wieder, okay. So, was haben wir denn da? Wieder Streichhölzer. Wieder diese Bar, ne? Menschs Barecke. Maybe someone at Mensch's will remember her. Gut, wenn sie viel Alkohol getrunken hat, kann das da gewesen sein. Obwohl, obdachlos, da kann sich ja eigentlich sowas nicht leisten. Da müssen wir mal schauen. Bin ich mal gespannt. So, was haben wir denn da? Wir gucken jetzt mal hier. Einen kleinen Brief. Oh Gott. Das ist wieder so schön kurz. Bridgeport, Connecticut. Liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Damals sahen. So, du hattest zu viel getrunken und wir wissen beide, was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder dich zu belehren. Ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war. Und was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mit anzusehen, fällt mir viel schwerer, als du dir vorstellen kannst. Aber nur der Mächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen. Und darum möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich bin in deinem Namen mit dem Sanatorium hier in Connecticut in Zustand. Sie sagen, dass ein Zustand eine Krankheit ist, Evelyn, und dass man sie behandeln kann. Du musst dich nur einweisen. Es wird nicht... Was fehlt der untere... Ich schätze mal hier Ex oder sowas, weil sie hat sich anscheinend komplett abgeschossen mit Alkohol und ist dann komplett in die Obdachlosigkeit abgerutscht. Also irgendwas ist auf jeden Fall vorgefallen. Und das dürfen wir wieder herausfinden. Sehr schön. So. Keystone Film Company. Oh, sie wollte auch... Name Evelyn Summers. Abteilung geschütztes Rechtsgut. Gültig bis 31. Oktober 1941. We could go over to the lot and see what they know about her. Sie hat das beim Filmstudio That's gonna be gearbeitet. difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Das ist natürlich scheiße, okay. Aber auf jeden Fall das kann natürlich auch ein Grund sein, warum sie obdachlos geworden ist. Das Filmstudio hat dicht gemacht. Dadurch ist sie natürlich arbeitslos. Ah, okay. Müssen wir mal schauen. Wir können auf jeden Fall auch wieder anrufen. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Okay. Excuse me. I'm short on time. Nice day. Die können wir interviewen. Ich gehe jetzt mal erstmal kurz ans Telefon. Wir haben auch noch Hinweise, die ich hier finden muss. Warte, hier hinten haben wir noch was Blut. Ist hier irgendwas zwischen? Gucken wir mal. Okay, hier haben wir keine Hinweise mehr. Irgendwas habe ich doch übersehen. Die Frage ist nur, wo. Könnt ihr Intuition einschalten, um die Sachen zu finden? Das weiß ich. Schalte ich auch mit jedem Level ab, schalte ich da welche frei. Aber ich will eigentlich meist im ersten Anlauf erstmal versuchen, die Sachen selber zu finden. Weil, klar, Intuition ist zwar cool, aber es halt irgendwie fühlt sich das an wie Cheaten. Die Sachen, die wir da haben. Da haben wir sicher noch was, ne? Nee. Hier hört die Melodie komischerweise wieder auf. Ich gehe jetzt erstmal kurz ans Telefon. Wir rufen dann mal ganz kurz am Telefon erstmal durch. Nachreden wir mit den Leuten hier. Wir müssen schon mal ein paar Adressen reinholen. Obwohl, komm mal am Ende. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht noch irgendwelche Adressen für uns haben. Komm, wir benutzen einmal Intuition. Wir probieren es einfach mal. Wir haben da ja ein bisschen mehr von übrig, soweit ich das weiß. Was ist der Intuitionspunkt? Wieso kann ich jetzt hier keine Intuition benutzen? Muss doch eigentlich gehen, oder nicht? Alle Hinweise anzeigen kann ich nicht. Okay. Wir haben ja hier keine Hinweise und ich muss die Leute einfach mal fragen. Das kann auch sein. Komm, ich rufe jetzt erstmal kurz an und dann frage ich die, weil vielleicht kriegen wir da auch noch irgendwelche Adresse oder sowas, die uns wichtig ist. Aber anscheinend haben wir alle Hinweise so weit gefunden, weil die Intuition lässt nämlich keine Hinweise mehr zu.
Ich schätze mal, die letzten Sachen, die noch da angehen, ist halt wegen den Leuten befragen. Das wird wohl noch sein, weswegen gerade die Melodie noch spielt. 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. Okay, sehr gut. Haben wir die Adresse schon mal? Jetzt gehen wir noch zurück in das Review und die kurz nochmal. Huppala, einfach weil ich cool bin. So. Dann warte mal. Warum können wir hier ein Signal hoch? Können wir da einfach hochklettern? Nee, ne? Nee, okay. So, dann fragen wir ihn mal. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Okay, gut. Da, mit dem haben wir kein Problem. Was, der lag auf ihr, oder wie hat er das jetzt ausgedrückt? Ja, vom Anzug kann es sogar passen von dem Typen, den wir gesehen haben, aber der hatte einen Hut auf, von daher weiß ich es nicht. Naja, schauen wir mal. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. What the fuck? It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Das ist ja schon ein bisschen ekelhaft. Alter, ach, guck mal an. Classic Carmine. Okay. Ja, das ist relativ abgedrückt, die Spitze, ne? Als hätte er irgendwo aufgedrückt, muss man mal sagen. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Einfach nochmal zu. Ich mag Rusty. In der Situation, glaube ich, hätte ich auch zugeschlagen. Alter, die ist tot und er küsst die eiskalt. Lippenstift hat er sich, deswegen hatte ich auch hier mal im Gesicht, weil ich schätze mal, er ist ein Mann, er kann Lippenstift nicht normal gut auftragen. Und da sah das halt komisch aus. Und er hat es halt nur gemacht, um sie küssen zu... Bah. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Er guckt nicht weg, ne? Weil der Zettel ist zwar kaputt, aber ich würde trotzdem mal Wahrheit sagen. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Nein, das ist falsch. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Fine. You get this sack of shit into a cell. Ist das gut, I'll ey. deal with him later. Sure, Rusty. Ich mag Rusty. Alter. Ich und meine Frau und ein paar andere Freunde von mir machen das auch Batsch nochmal voll eine drüber gezimmert. Ach, schön, Rusty, ich liebe dich dafür. Ach, geil. So, wir haben noch, da hinten liegt noch was, ne? Ne, das gehört nicht mehr dazu, ne? Ne. Wir haben noch einen Hinweis übersehen. So, Geier, wo ist denn der? Kann ich ihn nicht? Ich kann keine Intuition einsetzen, dann lässt er mich nicht, ne? Ne, geht nicht. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen. Ne, das habe ich alles. Streichholz habe ich auch. Was habe ich übersehen zum Geier? Irgendwas habe ich nicht. Ich will irgendwas übersehen. Ne, okay, ich darf nochmal suchen, ich war mir nicht sicher. Ich kann leider nur linker Arm, rechter Gesicht, rechter Arm. Das war's. Am rechten Arm ist nix. Nee.
Ich habe keine Ahnung. Fehlen irgendwelche Hinweise noch. Ich kann leider auch keine Intuition benutzen und ich finde leider auch nichts weiteres. Ich würde den Gerichtsmediziner nochmal befragen. If you want a full report, you have to let me work. Ist ja okay. Na gut, komm, dann hauen wir ab. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was wir hier noch haben. Ich finde dazu jetzt nichts mehr. So, dann fahren wir mal. Wo fahren wir jetzt hin? And where exactly are we going? Ja, fahren wir erstmal zu dem Laden und dann zur Bar, weil der Laden hatte eben ihre, sagen wir mal, ihre persönlichen Utensilien und, beziehungsweise weiß ich nicht, ob er die Utensilien hat oder sie einfach Zettel hat und da ihre Sachen draufgeschrieben hat. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden müssen. Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. I can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? I guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Oh, da kann man ihm allerdings recht geben, ne? Er Phelps überdenkt manche Sachen ganz gerne nochmal oder denkt also, was die Folgen sein können. Deswegen er ist ein bisschen der Klügere in manchen Situationen. Levins Liquor Store. Wobei Rusty ja eher, sagen wir mal, der Einfache ist. Aber das kann teilweise ja auch helfen. Die 2 Schläge waren jetzt zum Beispiel super vorhin. Waren 2 schöne Rechte, das kann er gut. Das linke war das erste, ne? Ja. Hat viel mehr Wumms in der Hand. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Okay, dann schauen wir mal. Rusty fühlt sich natürlich hier wohl, der kann saufen wie ein Loch jetzt hier. So, wollen wir mal gucken. Sie hat ein paar Sachen hier von ihr aufgeschrieben. Das ist der Freund ihres Ex-Mannes. Das ist natürlich auch strange. Das ist mal ein ganz komischer Zusammenhang. Warum war mir das klar? No, you let us take some for the road. This case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Quatsch, wie kommt der denn auf sowas? Nein. Kannst auch einen Veganer in der Metzgerei aufhalten. Das ist auch voll okay. Würde ich zumindest tun. So, dann schauen wir mal. Ja, sie war ja obdachlos. Hat sich hier aufgehalten. Was haben wir denn so? Wir haben eine Statue. Denke ich, was für Filmstudio. Exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay, sie hat sich für Urheberrechte, hat sie sich gekümmert. Okay. Ist ja schon länger zu, der Laden, deswegen. Guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Sie ihr Namensschild. Sie wollte also von ihrem alten Job nicht so wirklich loslassen. Das hat sie sich immer so als gute Zeit so zurückgehalten. Rollins Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Warum nimmt... Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Okay, wenn man auf Bowling mal, aber warum nimmt man sich eine Bowlingkegel nach Hause mit als Andenken? Das ist irgendwie strange. Die Dinger stehen ja auf der Bowlingbahn und die darfst du eigentlich normal nicht mitnehmen, aber naja, schauen wir mal, warum sie einen dabei hat. Strange. Hier haben wir nichts liegen. Was ist denn hier? Hier haben wir ein Bild. She wasn't always such a loner. Ja, okay, da waren ein paar mehr. Ja, war also anscheinend nicht immer nur allein unterwegs, hat er recht. Wo damals Freunde und Familie. Aristoteles, Metaphysik. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Und dadurch wirst du dann mega dumm. Wenn du zu ein Alkoholiker wirst, dann saufst du dir nämlich den Kopf weg. Ab dem Moment geht's dann nur noch bergab mit dem Kopf. Das Ding hat er jetzt angefangen zu... Hallo. Das habe ich doch schon untersucht. Ah, warte, kann ich das Bild noch näher untersuchen? Nee, ne? Nee. Warum geht er mit dem Hinweis hier noch? Oder ist außen dann hinter der Wand? Was kann natürlich auch sein. Da ist das Spiel gerade mich ein wenig abfacken will. Okay, ich kann doch noch, okay. Okay, hast das Buch geschenkt bekommen. Ja, das hatte ich jetzt, er hatte mich kein A gesehen. Das kann man nicht untersuchen. So, noch was hier.
Da haben wir noch ein Bild. Irgendeiner Frau, vielleicht ihre Tochter oder sowas? Ich weiß es nicht. Sie hat ja einen Mann gehabt. Ich weiß nicht, ob die auch Kinder hatten. Das ist halt jetzt eine andere Frage, die sich da stellt. Das weiß ich halt jetzt nicht. Dann gehen wir wieder nach vorne, wir fragen ihn mal ein bisschen. Ob er uns ein bisschen mehr Infos geben kann. Ich hoffe, er lügt da nicht. Ob er da irgendwas am Mord zu tun hat, ich weiß es nicht. Hat ihn vielleicht einen Alkoholvorrat weggesoffen oder sowas? We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. What do you think's wrong with him, doctor? I don't know. I give him a thorough examination. Let me see. Er guckt nicht weg, ne? Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Okay, also irgendwie hatte sie wohl zu tun. Ein junger Mann, sie ist Mitte 40, also... Weiß ja, gut, da weiß ich ja nicht, was in welchem Zusammenhang jung bedeutet. Es kann auch Anfang Mitte 20 sein. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Gut, sowas, ich weiß ja nicht, was da genau für vorgefallen ist, weil ich denke mal Karriereverlust und dann irgendwie Ehe kaputt gegangen, sowas, das haut dich schon gewaltig runter, da musst du halt echt, also, dass du da irgendwas wieder hast, was du sagst, ja, dafür baue ich mich jetzt wieder auf, ist schwer aus so einer Krise wieder hochzukommen, erst recht, wenn du nur noch ihn hast und natürlich die Mutter, aber die ist ja im Alter, die kann ja nichts mehr machen, und so wie er ja gemeint hat, die meisten vermissen sie gar nicht, das ist natürlich dann noch doppelt, haut dich das runter, naja. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Ja gut, das ist klar. Thanks for your help, Das ist ja richtig, da gebe ich ihm recht. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Tut mir schon irgendwie so ein bisschen leid, so von der Art her. Man merkt schon, dass er sich um sie gekümmert hat. So als einer der Letzten hat er sich noch wirklich um sie geschert, was mit ihr los ist. Er tut mir gerade echt ein bisschen leid, ey. Der war schon sehr korrekt. Natürlich, da müssen wir auf jeden Fall den Merch. Aber allein für den Typen ist mir das wert. Das geht gar nicht. Can you drive to this one? So, wir gehen erstmal zur Bar. Fine. Where are we headed? Als Alkoholiker, wo bist du öfters in der Bar? Obwohl, ja, wie gesagt, Geld hat sie ja keins gehabt. Im Schnapsladen hat sie auch noch geschlafen. Also von daher, ich glaube, so an den Schnaps ranzukommen war nicht das Problem. Na, schauen wir mal, was uns wir da Neues rauskriegen. Ob da irgendwer in der Bar sie kannte. Aber irgendwie hat immer jeder Streichhölzer von der Bar dabei. Jeder, egal wo wir sind. Mensch's Bar. Geil, wäre Humans Bar, aber das wäre, na gut, egal, lassen wir das. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Wie er schon so guckt, fuck, nicht mich, ich bin's nicht, nein. Ja, war klar, dass sie hier Schnorren kommt, dass er deswegen natürlich nicht beliebt ist. Grosvenor McCaffrey. Oh. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective.
What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot. Brüll doch noch mehr. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Meine Frage, wie, also klar, wegen Revolution und sowas betet sie den Typen an, aber vom Charakter ist er bisher jetzt schon die mega Arschgeige. Und, ja, Phelps hat gerade sich erstmal die Seele rausgeschrien. Alter, was ist denn los? Er brüllt durch die ganze Bar, wo nur einer vor ihm steht. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Mhm, natürlich. Dreh mal bitte deine Augen, dann weiß ich Bescheid. Okay, danke. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. I don't like you, McCaffrey. You look like someone who's trying too hard, like your whole Ich life. hätte Lüge machen können. Ich hätte ihm das Buch vorhalten können. Scheiße, das war doof. I don't like you either, you pompous, stiff-necked patrician. You think I don't see through you and all the other minions of the ruling class? Ich hätte ihm das Buch vorhalten können, denke ich mal, mit einer Lüge, weil gelogen hat er auf jeden Fall. Es war doof. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Ja, dreh die Augen. Ich habe keine Hinweise, dass ich es irgendwie nachweisen könnte. Also von daher weiß ich es halt nicht, aber ich werde auf jeden Fall mal gucken. Komm schon, dreh die Augen weg, du Spacko. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie jetzt anzweifeln kann. Ich habe gerade keine Ahnung. Es ist doof. Ihr guckt mich gerade die ganze Zeit an, ne? Ich mach mal anzweifeln. Yes! Yes! Gut! She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Deswegen hat sie den Bowlingpin, der arbeitet da. Ach, gucke mal an. Ja, man kennt pro Fall, lernt man mit, also sagen wir mal, wenn wir alle Leute zusammentrommeln würden, die wir mittlerweile kennengelernt haben durch dieses Spiel, ist es, glaube ich, ganz Los Angeles mittlerweile. So. Da fahren wir doch mal hin, ne? Weil sie mit dem Typen da gestern in der Bibliothek war. Der war der Letzte, mit dem sie wohl gestern Abend was zu tun hatte. Na, komisch. Oh, was gibt's denn? Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. 11 King, in or out? Let's not keep the man waiting, Phelps. Okay, fahren wir erstmal dahin und dann fahren wir zur Bowlingbahn. Irgendwas gibt's Neues, aber zur Bowlingbahn will ich auf jeden Fall. Und diesmal lasse ich den Fall da nicht aus. Weil da ist auf jeden Fall der Typ, mit dem sie letztes Mal was zu tun hatte. Die Nacht noch, vielleicht. Und der arbeitet halt da. Mal gucken, was im Zentralrevier von uns wollen. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt, keine Ahnung. Ob da irgendwas wieder aufgetaucht ist. Wir lassen uns natürlich überraschen. So. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Schon wieder einen neuen Brief oder irgend so ein Scheiß? Oh Gott, das wäre natürlich wieder Hammer, wenn schon wieder irgendwas aufgetaucht ist hier, wenn der BD ist immer noch weiter. BD, verstehst du? She wants to BD. Ja, gut. Okay, worüber quatscht die Jungs? Da bin ich mal gespannt. Kriegst du mir jetzt hier wieder, oder? Nee, ne? Doch, er ist da, okay, nice. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said, "Cunt BD." That's one way of looking at it. Looking at what?
cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Ah, wusste es doch. Es gibt Zusammenhänge zwischen allen Fällen bislang. Kann also immer sein, dass wir irgendwie falschen Leute eingeknastet haben. Das kann also passiert sein. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Okay, holen wir uns mal kurz die Adresse. Ist aber komisch, er hat auf jeden Fall recht. Bei der einen Frau, da hatten wir ja gemeint, ach, das ist kein Lippenstift, da war nichts. Aber haben wir gesehen, unterm Kleid war doch was eingerissen gewesen, weil sie keinen Lippenstift bei sich hatte. Obwohl, halt, so wie wir jetzt rausgehört haben, immer überall derselbe Lippenstift verwendet worden ist. Also, oh, das wird schon echt komisch langsam. Strange. Ich bin gespannt, worauf das hinauslaufen wird, ey. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Okay, haben wir sein Apartment mal. Dem Typen traue ich das zu, dass er so eine Arschgeige ist, weil er kannte sie auf jeden Fall. Vielleicht war ihm einfach zu lästig, dass er einfach im Weg war, weil der Typ kam mir schon sehr komisch vor. Aber war er das vom Bild her? Ich überlege gerade. Ich muss mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Oh, fahren wir jetzt noch zu Bowling waren. Nee, ich bin gerade ein bisschen überlegen, weil der Typ noch mal am Anfang im Clip aussah. Daran versuche ich immer mich zu richten, dass wir nicht den falschen einbuchen. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the Slam River found out. Ja gut, stimmt. Wenn das natürlich so an die Öffentlichkeit getragen wird, dass er der Richtige war, dann juckt das ja keinen mehr, ne? Und er im Knast kann da nicht mehr viel gegen tun. Rawlings Bowlingbahn, so. Schauen wir mal. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Okay, er stellt die Pins auf. Wenn er die Pins aufstellt, heißt es kurz oben nämlich auch, dass er an die Pins rankommt. Weil normal, ich habe ja gefragt, wo kaufst du Pins? Ne? Aber beziehungsweise, wo kriegst du einfach Pins her? Die kriegst du einfach nicht so her. Das wäre die einzige Möglichkeit. Dann schauen wir doch mal. Tiernan, LAPD! Ja, damals mussten die eben manuell teilweise noch aufgestellt werden. Da gab es das noch nicht automatisch wie heutzutage. Bei Kegelbahnen bei in manchen kleineren Läden ist ja immer noch so, dass die so an Stricken hochgezogen werden. Also dass die oben so ein, wie so ja, per Seil dran befestigt sind, einfach hochgezogen werden, aufgestellt werden. Ah, geil, wir klauen uns ein Auto. Das gefällt mir, das Auto. What are you waiting for? Get after it! You might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Auto fährt sich geil, muss ich sagen. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Hit him, Cole. Spin him out. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure Das ist auch eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle, wenn wir hier fahren. They always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means. Don't go to sleep on me. Get me back in close. This isn't the killer. We can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. That is the
into that. About fucking time. Jesus, my Give it up! LAPD! Man hat sich gerade über seinen Lack beschwert. Entschuldigung, da kann ich ja nichts für. Ja, von der Optik her kann er passen. Er hat auch eine Mütze auf und allem, das passt ganz gut. Obwohl, der hatte eine richtige Hut auf, ne? Der Mörder. Na, mal gucken. Das ist unser Auto. Dürfen wir den fahren? Yes. You're behind the wheel. And where exactly So, fahren wir nochmal ins Revier. Nicht zum Revier, wir fahren erstmal noch hier zum McCaffrey und dann fahren wir zum Revier. Und dann müssen wir mal gucken. Also langsam, ich weiß, es sind halt so viele, die es sein können. Der McCaffrey, da, gut, da haben wir noch nicht so viele stichwertige Beweise. Der Typ ist halt jetzt einfach abgehauen. Und war, so wie es aussah, der Letzte, mit dem sie noch nachts was zu tun hatte. Und von daher der letzte Verdächtige. Der Typ, der da sie geküsst hat, glaube ich nicht, dass es ein Mörder war. Der hat einfach nur irgendwie kranken Fantasien, aber na gut. Das Auto können wir gerne behalten. Haben wir jetzt geklaut, ist unseres. So. Ah, ja. Ich muss erstmal die Adresse raussuchen. Hast ja recht, Spiel. So. McCaffrey is in Apartment 6. Meine Frage, warte mal. Wir müssen das nochmal raussuchen, obwohl wir das vorhin gesagt bekommen haben. Das stehe ich gerade. Egal. Apartment 6. Gucken wir mal. Kommen wir irgendwie hoch. Da. Ich schätze mal, es wird oben sein. Das ist meist die unten. Einfach aus Prinzip. 5 to 6, links rum. Hier sind die Bullen. Doesn't look like anybody's home. Jetzt schon. Jemand daheim. So, gehen wir erstmal in die Küche. Ein bisschen umgucken. Wieso ist das bei allen so unordentlich? Warum sehen alle Küchen aus wie meine? Das finde ich nicht okay. Das ist immer ein Abbild von meiner Küche. Das ist nicht schlimm. Da ist eine blutige Jacke. Der Typ passt vom Aussehen, könnte er es nämlich sein, der Mörder. Und ich traue es ihm auch zu, es war vielleicht zu anhänglich. Das kann auf jeden Fall sein. Er war ja Autor, er hat ihn voll angebeten, aber ich weiß nicht, ob er es irgendwie für sich ausgenutzt hat. Oh oh. Seht ihr den Zettel hier? Guck mal an. Lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Okay, weiter. Ich habe deine Sachen in ein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an der Tür angebracht. Damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. With love and understanding your mother. Das ist nämlich von ihrer Mutter. Und der hatte ja gemeint, ihre Mutter wollte, dass sie wieder zurückkommt. Der Brief ist aber so nie angekommen. Oder warum hat er den zerrissen, ist auch die Frage. Das ist jetzt komisch. Nur hier. Okay. Jetzt haben wir hier nichts mehr, ne? Da. Ja gut, wir haben unseren Mörder. Das war mir klar, dass der Spacko das ist. Hier haben wir nämlich das Schlag. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Okay, ich gucke mich trotzdem kurz nochmal um. Surely we can ride him up to that. Vielleicht haben wir noch andere Hinweise. Citation at least. Kurz nochmal durchschauen, weil das interessiert mich jetzt gerade ein bisschen. Wir haben noch Hinweise hier, er blinkt nämlich noch. Dann gehen wir gleich direkt hoch, kein Problem. Aber ich will kurz noch mich umschauen. Aber es sieht ruhig hier aus. Gut, komm, dann gehen wir hoch. So, Kollege. Aber er hatte den Radmotorschlüssel nämlich von diesem Bowlingbahn. Da hat er sie wohl aufgegriffen. Oder irgendwie hat er da ein Auto geklaut oder sowas.
Ah, kommen wir weiter hoch. Ach, direkt, nee. Hier. Ich verstehe das ganz sein Motiv. Okay, war es vielleicht zu anlänglich, aber warum hat er mit der Bowlingbahn... Okay, kann es sein, dass er um ihm das anzuhängen, ne? Deswegen hat er den Schraubenschlüssel und sowas davon genommen. Grosvenor McCaffrey. Ja, Kollege, jetzt ist es zu spät. Sit down and we'll talk. Son of a bitch. Go get our wheels. Komm her, Kollege. Kein Grund zu fliehen, wir haben dich, du Spacko. Kannst nichts nachweisen. Der wollte den einen Typen halt nur in Gefahr. Aber warum ist er abgehauen, ist halt die Frage. Warum ist er trotzdem abgehauen? Weil das verstehe ich halt trotzdem nicht. Warum der bei der Bowlingbahn abgehauen ist. Er hat sich jetzt umgebracht mit diesem Schraubenschlüssel aus der Bowlingbahn von einem der Autos, wie es aussieht. Komm. Warum sollen die wissen, dass ich ihn stoppen sollte? Warum sollten die ihn nicht kennen? Alter, jetzt komm her, hör auf abzuhauen, du Spacken. Komm. Schneller, wieder Wind! Bam! McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Aber ich verstehe immer nicht, warum der Typ von der Bowlingbahn abgehauen ist. Das ist immer noch so... schwingt so komisch mit. We need to get downtown and wrap this thing up. It's gotta be the cap. Unless Tiernan set him up. I don't think that asshole Jameson did it, do you? Gott, wir haben 3 Verdächtige. How do you know that McCaffrey didn't do the dog? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Ja, mit dem Dahlia Killer, das passt, könnte schon auf ihn passen. Er schreibt, er ist poetisch, also er weiß, wie man Bücher schreiben kann. Das würde zu dem Brief und allem passen. Aber es kann sein, aber warten wir es mal ab. Also wir haben jetzt 3 Verdächtige. Kann ja sein, hat er wirklich recht. Der von der Bowlingbahn kann ihn auch wirklich verarscht haben und ihn bei ihm den Schlüssel hingelegt haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das Problem ist, sind alle abgehauen. Das ist ganz komisch. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellows. Okay, den einen haben wir schon mal ausgeschlossen, aber... Oh, Tiernan und scheiße. Es wird natürlich jetzt echt interessant werden, ne? Ich darf nichts falsch machen, sonst fliege ich auf die Fresse und beschuldige wieder den Falschen. Ich hasse sowas, wo ich mich wählen darf, wer in den Knast kommt. Ja, das ist richtig scheiße. Ich hasse euch. Fickt euch. Hi. Why did you run? Danke. Wollte ich schon fragen. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Gut, er hat natürlich irgendwie recht. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Okay, das ist falsch. Aber wir können es natürlich direkt nicht nachweisen, aber ich würde es mal anzweifeln. Scheiße, Mann, das fängt ja schon gut an. Were you sleeping with her? That's none of your business. Ich will mal kurz gucken. Warte, Beziehung, wo hätte ich ihm das denn nachweisen können? Wer läuft da gerade die ganze Zeit im Hintergrund rum, Mann? Ich wüsste nicht, wie wir hätten nachweisen können. Komisch. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Das ist traurig, das sage ich, der sagt die Wahrheit, ja. Ey, der hat doch noch nicht mal weggeguckt, jetzt verarsch mich doch nicht wieder, Mann! He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her.
Ich hab so eine Idee, warum er es sein könnte, weil sie hat halt den anderen verehrt, den McCaffrey, der wollte aber nichts von ihr. Und ich hab's dummer gefühlt, Tiernan wollte aber was von ihr. Beziehung zum Opfer, stimmt. Sie hat Schnaps für den... warte mal, habe ich diesen Beweis noch? Sie hat nämlich Schnaps für den Jungen gekauft, als Ausgleich. Stimmt. Das ist er sicher. Also ich würde sagen, er wollte was von ihr, aber sie nicht von ihm. Ach, komisch. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Der guckt manchmal weg, aber ich kann es ihm nicht nachweisen, ne? If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Ich bin gerade ein wenig auf die Fresse am Fliegen, weil jetzt wird es nicht darauf hinaus, dass ich den Falschen verdächtige, weil scheiße. Ich habe keine Ahnung, ich krieg den Typen nicht gelesen, also ich krieg, Mann ey, es regt mich auf. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Wir haben nämlich auch einen Rappmutternschlüssel. Deswegen, also er hat nicht nur für die Pins, sind die nicht nur, will ich lügen. I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that. And there's no way you can prove anything. Scheiße, das kann ich ihm wirklich nicht beweisen. Ich habe auch nicht gedacht, dass das Fels das jetzt so auslegt. Warum dreht ihr mir den Satz wieder im Mund rum? Kacke. Ja, as hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. She was kind and gentle to me. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Oh, schön haben wir das dezent verkackt. Ich könnte gerade kotzen, ey. Das Interview lief richtig beschissen jetzt mit ihm. Ganz beschissen. Wir haben nichts gelöst. Ich habe ihn schwer lesen können. Ich konnte irgendwie meine Beweise nicht einsetzen. Das regt mich echt auf. Fuck. Fuck. Ja, mal gucken, ob wir da was rauskriegen. Ich habe keine Ahnung. Am Ende werden wir höchstwahrscheinlich McCaffrey beschuldigen und das wird falsch sein, wette ich. Ja, ich brauche auch einen Drink, ganz dringend. Scheiße. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? Ich will, dass er es ist. Ich will, dass der Typ in den Knast kommt. Touché, Detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Okay, das ist schon mal falsch auf jeden Fall. Ich will es anzweifeln, obwohl... Scheiße, kann ich das Buch als Lüge hintiteln? Ja, ich hätte das Buch nehmen sollen. It's either you or Tiernan from where we're sitting. Personally, I think Evelyn is better off. But I had nothing to do with it. Ich werde auf die Fresse fliegen. Am Ende kann ich gar keinen beschuldigen, wenn ich zu doof bin. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Okay. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich ihm das nachweisen kann. Ich weiß nicht, wie ich ihm das nachweisen kann, ist das Problem, weil ich nichts davon habe, was ihm irgendwie in die Richtung drehen könnte. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, Detective. The party has good lawyers. I say we bust in there and find the guy. Könnte mal ans Telefon gehen, warum auch immer, aber Alter.
Kein Scheiß, keine Ahnung, ich konnte diese beiden nicht lesen, beziehungsweise konnte ich denen nichts an. 6 Fragen falsch. Ich könnte im Strahl kotzen gerade. Scheiße. Wir gehen mal ins Telefon, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier anrufen könnten noch. Fuck, das regt mich auf. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thank you. Okay, ist wie so ein kleiner Hinweis. Oh, Kollege. In deiner Akte. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Oh, Scheiße, Mann. What other trouble have you been in? I was in a few labor disputes before the war. I didn't use my real name. Wetten, ich hab das nicht. Ab wo dürfen wir nochmal? Okay. I gave his wife a tap. I said all fair in love and war. Gut, stellen wir uns nochmal besser an. The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Why did you Richtig verkackt haben wir es gerade. Scheiße, ey. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. So. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Schnapskauf, genau, das können wir nämlich jetzt nachweisen. Sehr gut, das habe ich nämlich vergessen gehabt, ich Idiot. And I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Jetzt muss es besser laufen. Keine Ahnung, ob ich das gerade so dermaßen versemmelt habe. How come this is so hard to believe? A man and a woman getting along, liking each other just as friends. Wie jetzt? Fick dich! Alter, wie soll ich die... Ey, jetzt mal ehrlich, das Scheißding ist, ich komme nicht dahinter. The book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Ich werde Erz gestohlen, aber... We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Ich habe keine Ahnung, was ich ihm anhängen kann, weil er lügt ja auf jeden Fall. Ja, er guckt weg. Scheiße, was kann ich ihm denn anhängen? Ich würde das einfach mal probieren. Ich probier's mal. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left! That was it! Don't talk about how it was between me and Evelyn. You don't know anything. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Ich kann's so anzweifeln. Coroner's Das report geht says jetzt that richtig Evelyn was puh. killed with a wrench.
I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Okay, wir wissen jetzt schon mal, wie sie an das Buch gelangt. Sie haben es geklaut, ein Typ hat sie dann eben entdeckt und wollte sie halt, meinte halt indirekt, er will sie töten. Obwohl das jetzt vielleicht bildlich meint, oder ernst ist halt jetzt die Frage, müssen wir halt rausfinden. Aber wir haben jetzt diese Anschuldigung, wie ich schon mal rausbekommen habe. Ey, keine Ahnung, ich stelle mich bei diesen beiden Interviews gerade mega dämlich. Die sind echt fucking schwer, denen die Beweise so hinzulegen, dass du die wirklich hinkriegst, ey. Puh, komm, jetzt muss es laufen, ey. Hopp, ich will nicht noch einen dritten Anlauf machen. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Kann ich ihm das als Beweis auslegen? Der Brief, genau, den können wir hier vielleicht hinlegen. You'll have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her. Er hat nämlich einen halben Brief. Ich würde mal, also wenn ich mit dem jetzt nicht irgendwas beweisen kann, dann schlage ich gleich irgendwen. Komm schon, komm schon, komm schon. Fick dich! Mann! What you think you know and what you actually do, detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Ich kann es nur anzweifeln. Ich wüsste nicht, wie ich es sonst machen soll. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting. Ich weiß nicht, wie ich ihm das nachweisen soll. Cheese and crackers for the fifth columnist. Ich heul gleich. Kein Scheiß. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Er lügt, glaube ich, gerade nicht, oder? So you're telling me you were set up? That's my conclusion. It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, detective. The party has good lawyers. Wie Anschuldigung, hätte ich mir die da vorhalten können? Ich weiß es halt nicht. Ich blick nicht durch, verdammt! Oh. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks, ma'am. Komm, probieren wir es damit nochmal. Irgendwie müssen wir ihm das jetzt vorhalten können. Scheiße, ich kotze gleich. Das kann nicht sein, dass ich den Kackfall nicht gelöst kriege. You were in the war? Yes, I was.
Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Genau, Polizeiakte können wir jetzt vorweisen. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Puh, bitte, damit kriege ich ihn, Alter, sonst raste ich hier gleich innerlich aus. Komm schon. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. And she got what was coming to her. Ja, damit haben wir ihn. Er wird sein. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder. Er hat einen guten Grund dafür. Das hat nämlich mit der Akte, hat sich das rausgehört, dass er Frauen wegen sowas schlägt. Ich hoffe nämlich richtig, ey, sonst... Congratulations, yes. boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. Puh. Voll abgeschlossen, sogar 4 Sterne. Governor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen. In der Todeszelle. Sehr gut. Ja, sagen wir mal so, das letzte Interview haben wir relativ beschissen abgestellt. Deswegen werde ich das auch als eine Folge hochladen. Aus dem einfachen Grund, das zu cutten wir doof, weil habt in der zweiten Folge zweimal dasselbe Interview. Das will ich euch nicht antun. Deswegen leite ich das mal als komplettes hoch. Ja, ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Teilweise, wenn ihr irgendwelche Lösungen hattet, wenn da irgendwas falsch war, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde ich gerne mal nachlesen, damit ich mal ein bisschen Bescheid weiß. Also gerne mir mal ein paar bisschen Hilfe in die Kommentare geben. Und ja, mehr Fragen. 10 von 16 ist echt schon eine beschissene Statistik. Gefundene Hinweise fehlt uns so einer. Aber ja, hoffen wir, dass das nächste Mal wieder ein wenig besser läuft. Zumindest hoffe ich aufs Beste. Echt so ein Scheiß. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. Gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and Enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions. We only have minutes. I'm in charge here, Sergeant. Get your men off the bridge, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! Ja, okay. Ist ja komisch. Gut, und ich würde sagen, mit dem nächsten Mal machen wir dann weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig freuen. Sorry wegen dem dummen Interview am Ende. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.